Jetzt ist es soweit. Wir sind ausgestattet. Sind jetzt direkt von der Jagdhütte aufgebrochen. Es hat angefangen zu regnen. Und jetzt schauen wir mal, ob wir was sehen. Warte mal kurz. Ja. Ja, du lau her. Bitte? Da scheint ja die Sonne. Ja. Aber du sagst ja fürs Wild gar nicht so schlecht. Ne? Das Wild war super. Ja. Ein bisschen Regen, nach einem warmen Tag, Ja. Bewegung. Und bist du auch schon so außer Puste wie ich? Oder geht noch? Ja, es geht noch. Immer zu schnell, ein bisschen langsamer. Geht, alles gut. Wenn es so weitergeht, ist alles gut. Ja, sieht vielleicht nicht danach aus, aber das ist schon Arbeit für Nordlicht mit zu viel Ballast. Brutal. Aber sag mal, wie viele Höhenmeter haben wir jetzt schon gemacht? 50 50 erst. Höhenmeter. Ja. Von der Hütte 50 Meter ist hoch. Viel mehr nicht. Ja, 70, Dann haben wir noch ein bisschen was vor uns. vielleicht 70, 80. Das ist der Wind auch nicht ideal heute. Ja. Mit dem Gewitter jetzt da ein bisschen. Und Und vielleicht beruhigt sich sie nochmal. beim Gewitter jetzt hier zu sein, ist nicht gefährlich. Jetzt momentan, so wie das jetzt noch ausschaut, Ja. ist noch nicht ganz so dramatisch. Aber bei mir ist das auch egal, ob ich jetzt von oben oder von innen nass werde. Ja. Aber da kann ich dich beruhigen, ich schwitze gleich. Ja. Wenn da so Geländekanten sind, also Felsabsätze im Wald, das sind oft gern Plätze, wo im Wald auch die Gamsbäcker sitzen. Okay. Oft einmal auch die alten Bäcker Ja. bleiben mehr im Wald. Durch das, dass sie Einzelgänger sind im Sommer, das sind so die richtigen Lebensräume für das Gamswild im Sommer für die Bäcker. Okay. Ja. Die Gas sind eher in Rudeln, Und weiter oben im K, wo die jungen Gams dabei sind und die Kids. Ja. Und die Zwarerböcke, also die Mittelböcke, sind meistens in größere Partien, so zwischen 5 und 10. Aber die Stück. Böcke dann untereinander, ne? Auch Die ohne- Böcke, also mittelalte Böcke. Genau. Ja. Und die alten Böcke sondern sich später einmal ab und bleiben allein. Man spricht jetzt bei uns von einem alten Bock. Also laut Tiroler Gesetz ist ja Klasse 1 Bock 8 Jahre. Mhm. Es ist besser, wenn man 10 oder 11 Jahre lässt oder älter werden. Ja. Weil es einfach fürs Sozialverhalten und für alles, Ja. die wissen, wie das Prumpfgeschehen abläuft, wenn, zu welcher Zeit, ist einfach für die Sozialstruktur alles viel besser. Ja. Und du erkennst die am gestreckten Stück hier an den Jahrringen. Relativ Nein, genau. also am lebenden Wild. Nee, am gestreckten an den Am gestreckten Jahrringen. wird es an die Jahrringe gezählt. Ja. Ja. Und am lebenden? Das lebende Wild wird eigentlich einfach durch Altersmerkmale ansprechen. Zügel sind verwaschen, Ja. die Statur, Ja. die Prumpfkugeln, die Okay. Färbung, Ja. mehrere Faktoren. Ja. Das Verhalten. Ja. Ja, also für die Kamera nochmal, wir haben jetzt ungefähr 1000 Höhenmeter zurückgelegt. Ne? Weit hinkommen. Recht eine gute Zeit sogar. Aber ein paar machen wir noch. Ein bisschen was gehen wir noch. Ja. Jetzt gehen wir mal da noch ein kleines Stück rauf, dann schauen wir mal auf die andere Seite rüber. Ja. Da scheint übrigens die Sonne. Falsche Seite. Wunderschön. Hier riecht es aber schon irgendwie nach. Dort eben. Solche Graben, wo man da so ein freies Flächchen ist, da sitzen gern die Böcke rum. Ah ja, okay. Aber die wollen auch schon
gucken können ein bisschen. Ne? Sie haben immer Aussichtspunkte. Ja. Also nicht in der Dickung irgendwo? Selten. Okay. Das ist anders verhalten wie bei Rot oder Rebel. Ja. Und ist das Gamswild auch bewegungsseher? Also sehen Sie Bewegung? Bewegung sehen Sie schon, ja. Irre weit, ne? Es ist gerade bei den Böcken oft im Wald, wenn sie Bewegung sehen oder einen Jäger oder einen Wanderer, bleiben sie oft gern stehen, pfeifen, stampfen sogar mit den Vorderläufen. Die sind jetzt nicht gleich hochflüchtig. Ja. Und wenn das passiert, hat man dann noch Gelegenheit? Ja, oft einmal verhoffen sie einige Sekunden oder einmal Minuten oder so. Ja. Aber im Wald muss die Entscheidung immer recht schnell gehen, ob die Gams passt oder nicht. Ja. Das ist Mikey. Also Stefan hat sich jetzt das Spektiv genommen und spricht jetzt die beiden Gämse ganz genau an, ob die auch die Zielklasse für eine Entnahme haben. Aber dass wir gleich beim ersten Pirschgang auf Wilde kommen, fantastisch. Das sieht man mal eindeutig. Das ist die Pumpfkugel. Ja, das habe ich gesehen, ja. Man sieht gar den Pinsel. Bitte. Den Pinsel sieht man auch. Ja. Da ist das Gefühl so 7, 8 Übergangsbock von Klasse 2 auf 1. Der andere Gamsbock hat etwas jünger gewirkt, so von den ersten Blick einfach angelassen. Jetzt müssen wir gerade ein bisschen warten. Es wäre jetzt ideal, wenn sie nicht pfeifen, also keinen Warnton geben. Deswegen keinen Warnton, also einen Pfiff. Das wäre jetzt ideal. Jetzt warten wir mal ein bisschen. Vielleicht gehen wir dann auch langsam zurück. Jetzt guckt er. Jetzt warten wir kurz. Wir gehen mal vorsichtig zurück. Also wir haben jetzt gerade, der Bock hat uns beim Zurückpirschen noch mitbekommen. Und jetzt pfeift er gerade, also der Warnpfiff. Und das hört sich so ein bisschen an wie von einem Adler, finde ich. Von was? Ja, wie vom Adler. Adler? Ja. Was ist ein Adler? Nein, das hört sich an wie ein bisschen wie vom Adler. Ah, vom Adler, ja, ähnlich. Ja. Aber mit viel Fantasie. So viele Adler haben wir auch nicht bei uns. Jetzt warten wir noch ein bisschen, Bis er sich wieder beruhigt hat. die beruhigen sich oft recht schnell. Es hätte jetzt natürlich sein können, dass da 13-, 14-jähriger Gamsbock steht. Das sieht man dann recht schnell. Schaut so ungefähr so aus wie du. Und dann muss es halt dann oft schnell gehen. Mit Schießen und so. Jetzt hört man ihn trampeln. Ich schätze mal, er flüchtet darüber. Das ist ein anderer. Das ist ein alter. Das ist ein Alter. Ja. Der steht da drüben in der Schneise. Der ist grau bei den Zügeln. Soll ich mich fertig machen?
alter Bock. Ja. Siehst du ihn? Hast du ihn gesehen? Ja. Oh ja. Da oben ist der Älteren. Ja. Da kommt noch einer wieder. Siehst du die weißen Zügel? Ja. Sein tut steppert. Normal kriegt er geschossen. Das passt ja nicht ins Bild, gell? Sein tut's. Hast du das gesehen? Ja. Weiße Zügel. Ja. Also der, was hat der? Mehr als 10, ja? Wird so mal 10 sicher sein, ja. Probieren wir es halt. Ja. Ist das schön hier, denk mir. Ja. So, es fängt jetzt langsam an zu dämmern. Wir hatten schon einen fantastischen ersten Pirschgang. Dafür bin ich dir schon echt sehr dankbar. Sind nah ans Gamswild gekommen. Ja. So nah habe ich es noch nie gesehen. Also unglaublich. Sowieso erst das zweite Mal gesehen. Und dann 3 unterschiedliche Gamswarzen. Ja. Ja. Und für morgen gibt es einen neuen Plan. Den überlegst du dir heute Nacht. Leg immer nach. Und dann gucken wir mal, ob wir wieder Wild in Anblick bekommen. Aber wenn wir jetzt auch die nächsten Tage nichts erlegen würden, ich bin so beseelt und glücklich schon, das heute erlebt zu haben. Fantastische Kulisse, ja. Hervorragender Pirschführer. Also macht wirklich Spaß. Jetzt gehen wir langsam runter und sind dabei aber auch noch leise. Ja, vielleicht dreht sich noch was, oder? Genau. Schauen wir mal. Und dann trinken wir vielleicht noch eine Flasche Bier. Ja. Auf heute. Freue ich mich auch sehr drauf. So, sind wir wieder daheim. super. 1000 Dank schon mal. Ja. So traumhaft, wirklich. Wohl, war nicht die Runde. Ja.